Hallo. Hallo, ich bin der Benedikt Forster. Ich bin die Nathalie. Und wir wohnen hier in der ehemaligen Kirche. So, das ist die alte barocke Kirche. Die ist gewidmet der Auffindung des Heiligen Kreuzes. Wir haben dieses Gebäude vor 40 Jahren erstanden. Die Kirchengemeinde hatte eine neue Kirche gebaut, weil diese Kirche zu klein war. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten uns natürlich vorgenommen, dass wir möglichst viel von der alten Substanz erhalten wollen. Auf der anderen Seite mussten wir natürlich schauen, dass wir da auch drin wohnen können. Ich merke das immer, wenn wir Besuch haben, vor allem Menschen, die dann zum ersten Mal hier reinkommen, die Deswegen freuen wir uns immer, wenn jemand kommt und hier staunt, weil dann kriegt man ein bisschen wieder von dem ursprünglichen Staunen. Wird man dran erinnert. Dann gehen wir halt mal in den etwas wohnlicheren Bereich. Genau, das war die ehemalige Sakristei, die jetzt unsere Wohnküche ist. Im Winter ziehen wir uns sozusagen ein bisschen zurück. Dann ist das der warme Raum, der seine 22 Grad hat. Ja, also ich meine, der Benedikt ist einer, der sich gut gehalten hat für sein Alter. Und in meinem Freundeskreis ist die Begründung schon, ja, der lebt in einem Kühlschrank, der ist einfach immer frisch. Wir haben letztes Jahr Tag der offenen Tür gemacht, mal wieder. Und da kam ein älterer Mann, lief hier zu dem Herd und blieb hier staunend 5 Minuten stehen, weil er sich einfach nicht vorstellen konnte, wie man solch einen Herd noch akzeptiert. Und seitdem ist er mir noch mehr wert. Ja, dann gehen wir rüber in unser Wohnzimmer. Also das ist der ehemalige Chor der Kirche. Dieser steinerne Altar, der war ungefähr hier. Man kann versuchen, die Räume, in denen man lebt, sauber zu halten, aber das ganze Gebäude an sich, da wünscht man sich in der Tat die Kirchendiener zurück. Staub ist kein Dreck. Dazu darf ich nichts sagen, sonst kriegen wir ein Eheproblem. Wir hatten hier uns einen großen Ofen gebaut, den nennt man Kunst. Ich komme aus dem Schwarzwald und da heißt es natürlich nicht Kunst, sondern die Kunst, sodass man hier überall hat sich draufsetzen können und sich einen warmen Hintern holen. Wir haben damals natürlich diesen Raum abgetrennt, weil den ganzen Raum hätten wir nie heizen können. Das heißt, wir haben dann hier diese Lehmwand eingebaut, die eben diese 2 Räume voneinander trennt. Als wir diesen Lehm eingefüllt hatten, es ging 3, 4 Wochen, dann fing an, die Strohhalme doch auszuschlagen. Das heißt, es war grün. Nach einer Weile ist das Grün grau geworden und dann kamen Pilze raus. Also die Mauer lebte für 3, 4 Monate, bis sie dann vollständig abtrocknete. Wir gehen jetzt runter in den Keller, aus dem wir diesen Lehm herausgeholt haben. Als wir so tief waren, war das wie Pudding. Es war tatsächlich, wenn man sich hier hinstellte und auf das eine Bein, dann hat es so, man konnte hier tatsächlich so ein bisschen wippen. Ich will nicht verschweigen, dass man dann schon den einen oder anderen Knochen hier auch gefunden hat. Vielleicht war da ein Pfarrer oder sowas. Die Treppe, das ist wie eine Hängebrücke im Grunde. Wir haben da die alten Kirchenbänke, die Seitenteile verwendet. Die hängen also in diesen Metallbändern drin. Und wenn man da hochgeht,
das schwingt durchaus. Das Baurechtsamt hat uns das nicht abgenommen. Und dann mussten wir tatsächlich da Betonsteine drauf machen. Und zwar so, als würde auf jeder Treppenstufe 3 Personen stehen. Da ist uns schon ein bisschen Angst geworden natürlich, hoffentlich hält's. Im Nachhinein bin ich sehr erstaunt, was wir damals doch, wie mutig und forsch wir an die Sache drangegangen sind. Im Grunde sind wir inzwischen ziemlich stolz auf diese Treppe. Dieses Geländer hat er hier angebracht, als vor einem halben Jahr ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, mit gebrochener Hüfte und gebrochenem Ellenbogen. Und ich hätte mit Krücken die Treppe nicht hochlaufen können. Und da muss ich sagen, da war ich sehr gerührt, dass der Benedikt seine Kirche für mich angebohrt hat. Aus dem gleichen Grund ist dann im Badraum ein Bett aufgestellt worden. Das haben wir stehen lassen, das ist jetzt so ein Gästebett. Die haben es dann morgens leicht mit der erfrischenden Dusche. Die Toilette ist dann hier auf gleicher Ebene mit Beleuchtung von oben, dass man hier auch gut lesen kann. Und wenn der Artikel fertig ist, dann ist auch das Geschäft erledigt. Also wir gehen jetzt ins obere Stockwerk. Als wir hier die Treppe geplant hatten, hatten wir eine Sorge, ob man sich den Kopf anstößt. Da waren wir dann doch sehr glücklich, dass das alles sehr gut funktioniert hat. Was ich faszinierend finde an diesem Raum ist, das wirkt ja wie ein Schiff, also man sagt ja nicht zufällig Kirchenschiff. Unglaublich aufwendige Zimmermannsarbeit. Was wir gemacht haben hier oben ist die Dachfenster und diese Lehmisolierung eingebaut. Das heißt, im Sommer ist es hier nicht heiß, wie es oft unter Dächern der Fall ist, weil der Lehm eben unglaublich dämmt. Das ist der Raum, da hat Nathalie ihr Atelier. Da sieht man dann, wie wir diese Isolierung doch sehr viel weiter betrieben haben. Aber ich habe dann schon darauf bestanden, dass ein bisschen was von den Lehmwickeln zu sehen ist. Weil es ist ja auch sonst kein Lehm im Haus zu sehen, deswegen mussten die unbedingt hier erhalten bleiben. Mhm. Man ist nah am Himmel bzw. weit weg von der Welt. Wenn ich in einem Hochhaus leben müsste, würde ich mir sicher das letzte Stockwerk aussuchen. Ich bin gern ein bisschen weiter weg von allem. Es ist einfach schön hier oben. Also hier wäre dann unser Schlafzimmer. Wir haben eine kleine Toilette. Die Türen sind aus Beichtstühlen gemacht. Wenn jemand was beichten will, dann darf er sich bei mir melden. Aber es hat sich tatsächlich noch niemand eingefunden, der was Dringendes auf der Seele hatte. Ich bin gerne auf Flohmärkten rum und habe diese Teile gesammelt, die man üblicherweise Kitsch nennt. Der damalige Pfarrer hat sich angeboten, die Kirche doch noch mal zu segnen. Und als er hierher kam, stand er dann da, guckte dort entsetzt und hat auch da mit dem Weihwasser doch dafür gesorgt, dass das keinen Schaden anrichtet. Hier ist ein bisschen unser Wirtschaftsraum, wenn man so will. Von hier kann man auch die neue Kirche sehen. Diese Kirche ist mir tatsächlich wichtig, weil die Kirchengemeinde mich irgendwann mal gefragt hat, ob ich dort die Fenster zu Farbfenstern umgestalten kann.
Das war schon eine tolle Geschichte. Also hier kommen wir in mein eigentliches Maleratelier. Hier stand die Orgel. Als ich am Arbeiten war, und dabei nimmt man ja große Holzbalken in die Hand und ist plötzlich gewohnt, mit Masse zu arbeiten. Das hat dann doch auch dazu geführt, dass ich anschließend sehr große Bilder malte. Die habe ich damals hier oben auf dem Boden liegend gemalt. Sicherlich hat mich die Kirche, der weite Raum beeinflusst. Man könnte sagen, da haben sich zwei gefunden. So, hier sind wir. Nochmal zurück im großen Raum. Der wird vielfältig genutzt. Wir haben hier schon Tango, Milongas gemacht und sehr schnell war das durchaus eine sehr bekannte Tangostätte. Eine Freundin hat mich damals gefragt: Nathalie, hast du Lust, spontan heute Abend mit mir zu einer Tango-Party zu gehen? Weißt du, dieser verrückte Künstler, der in der Kirche wohnt? Ja, und ich dachte damals, als ich zurückkam von Hawaii, wo ich gerne für immer geblieben wäre, der Benedikt, der ist ein Künstler, der kann doch überall malen, der muss doch nicht in dieser kalten Kirche bleiben. Aber nee, das hat dann nicht ganz geklappt. Also aus der Kirche hier kriegt man ihn nicht weg, noch nicht mal nach Hawaii, keine Chance. Und jetzt versuche ich Sie zu überzeugen, Büchig ist das neue Hawaii. Bitte. Oh, danke. Den Wintergarten habe ich erst vor 10 Jahren gebaut, konnte aber zurückgreifen auf Teile aus dem professionellen Gewächshaus. Selbst im Winter, wenn die Sonne tatsächlich hier drauf strahlt, dann geht es eine Dreiviertelstunde und dann hat man hier Hawaii. Ja, also Hawaii sogar noch besser, weil in Hawaii gibt es ja keine Trauben wie hier. Ja, und letztes Jahr hatten wir das erste Mal versucht, Wein zu machen. Es hat auch nicht schlecht geschmeckt. Es war nicht wirklich das, was man Wein nennt. Aber es war ein leckerer... Es war interessant. Wir sind nicht unbedingt gute Gärtner, aber Tomaten kriegen wir inzwischen sehr gut zustande. Haben die auf Hawaii übrigens gar nicht. Hier haben wir den alten Altartisch vom Hauptaltar. Das ist natürlich ein tonnenschweres Gerät. Bis wir den hier draußen hatten, das war schwerste Arbeit. So eine Kirche zu beziehen als Wohnraum ist etwas, wo ich denke, dass das nicht jeder kann. Man darf, glaube ich, nicht ein tief religiös gläubiger Mensch sein. Aber es heißt nicht im Gegenzug, dass man das Heilige nicht achtet. Aber es hat mehr was mit Respekt zu tun als mit Glauben, würde ich sagen. Jo, also das war unsere Roomtour hier in der Kirche. Und wenn es euch gefallen hat und ihr noch andere interessante Wohnorte angucken wollt, könnt ihr hier klicken oder hier klicken oder gleich unseren Kanal abonnieren.